Willkommen zurück bei Pokeraschig. Wie ihr seht, haben wir tatsächlich eine Glurak Ultra Premium Kollektion ergattern können. Wir werden sie sofort einmal von der Folie befreien und schauen uns den Inhalt zusammen an. Wir haben uns auch dazu entschlossen, die zu öffnen, aufgrund der Tatsache, dass wir schon bei anderen ein Video dazu gesehen haben und leider feststellen mussten, dass gerade die Promokarten nicht vernünftig verarbeitet sind, oftmals Fehler enthalten sind und aufgrund dessen machen wir sie einmal auf. Hier haben wir die total geniale Matte. Also das wird auch demnächst unsere neue Matte sein für die Aufnahmen. Die ist wirklich super wertig. Toll verarbeitet, kann man nicht anders sagen. Dann haben wir einmal die 3 Fächer. Fach Nummer 1 haben wir das Highlight, die Karten. Und ich muss sagen, actually, was ich jetzt bisher sehe, ist die erste zumindest von den Ecken vernünftig abgerundet. Centering, ja, ist auch noch relativ okay. Ja, da habe ich weitaus Schlimmeres schon gesehen. Und jetzt ganz vorsichtig. Ich reiche die erste Karte meiner besseren Hälfte rüber. Direkt in einen Sleeve. Ja, die Glurak VMAX. Die schaut auch relativ vernünftig aus. Ja, die Ecke hier oben. Und hier unten. Na, das ist natürlich ärgerlich. Und die V-Star. Die V-Star, schaut sie euch an. Die ist so genial. Die Rückseite. Ja, die Kanten, Whitening, die Kanten. Also da bin ich wie viele andere echt enttäuscht von der Company, weil für so ein wertiges, teures Produkt, ja, die hat es nicht im Sleeve, die hat hier wirklich, ja, die hat da wirklich eine Delle, die Karte. Unglaublich. Corners, also echt, die Verarbeitung ist da wirklich für dieses Produkt unter aller Sau. Also ich denke mal, da werden die sich auch auf Shitstorm gefasst machen müssen, weil so ein wertiges Produkt anpreisen, für den Preis verkaufen und dann leider so, ich sag's mal ganz harsch, bei der Produktion versagen. Das ist jetzt noch nett ausgedrückt. Öffnen mal Fach Nummer 2. Und in Fach Nummer 2 findet sich der Coin. Sieht auch nicht schlecht aus, aber der hätte für mich etwas ausdrucksstärker sein sollen. Die Konturen sind ein bisschen flach gehalten. Und dann den nächsten Booster hier drin und der V-Star-Marker, der allerdings wie die anderen V-Star-Marker ist, den hätten sie vielleicht auch aus Metall machen können. Bisschen laff, muss man ehrlich sagen, bei dem Preis. Das war Fach Nummer 2. Und in Fach Nummer 3 verbergen sich die Schadensmarker, die wiederum vernünftig verarbeitet. Ja, und hier ist dann der Würfelbeutel, der auch schon, wie man hier sieht, beschädigt ist. Und ich 2 einzelne in der Box liegen hatte. Und einmal die richtig tollen Sleeves. Und dann schauen wir uns die Booster-Auswahl an. Wir haben verlorener Ursprung, 2-mal, 3-mal Astral, strahlende Sterne 3-mal. Dann geht es an die etwas älteren Sets. Fusionsangriff, 3 Stück. Drachenwandel nur 2, also auf der Kartonage waren definitiv 3 abgebildet. Das ist schon mal wieder so ein Minuspunkt, wo ich mir denke, man sollte sich an das halten, was man aufs Produkt bringt. Und schaurige 3. Aber zu den Boostern. Wir fangen einmal mit dem neuesten Set an. Verlorene Ursprung. Bronzong, Ankromas Experiment, Koalelu, Fritzelblitz, Nebulak, Bitora, Kramurks, Waumpel,
Rosanna Reverse und die Rare ist ein Voltenso. Ich habe auch keine großen Hoffnungen, muss ich gestehen, dass man hier, wer weiß was, krasses pullt. Aber wie ich eingangs erwähnte, habe ich das Opening schon bei ein, zwei anderen YouTubern gesehen und habe natürlich den Zustand der Karten gesehen, aufgrund dessen wir uns dann erst recht entschlossen haben, die zu öffnen, um sicher zu sein. Nebula Reverse und Rare ist ein Makabo. Wie gut denn unsere Karten überhaupt sind. Und ja, ich muss sagen, die werten Herrschaften hatten vollkommen recht. Ich bin nur heilfroh, dass wir die Box zum UVP bekommen haben. Also deutlich unter 200 Euro für die Box bezahlt haben. Und ich muss auch gestehen, ich würde dann niemals über 200 Euro für die Box bezahlen. Taizo Reverse und die Rare ist ein Hisui Myriador. Jubeldorf, Zwotronin, Geduld Turbo, Bonita, Geronimatz, Hisui Voltoball, Hisui Fukano, Gladiantri und Cesurio als Reverse und die Rare Ramaidon als Holo. Hey, schon mal eine Holo. Ich würde es natürlich begrüßen, auch eine Alternative vielleicht zu kriegen oder noch eine Goldkarte aus irgendeinem Set. Aber, oh, Legios Trainergalerie, sehr schön. Die fehlt uns noch, das weiß ich sicher, als Astral. Und Galoppa als Rare. Das war dann Astral. Gehen wir über zu Strahlende Sterne. Panpyro. Siberio, Scharfax, Laukaps, Barmelin, Resladero, Juitesto, Magma, die Doppel-Turbo-Energie als Reverse und die Rare ist ein Maxax. Yay! Also ich hatte aus den Random Boostern, die wir die Tage uns gegönnt haben, wesentlich bessere Hits als das, was bisher hier so aus den Boostern kam. Der Fehlschlagschutz und wir haben dahinter, oh, ja, das ist doch mal eine schicke Abwechslung. Centering ist nicht perfekt, aber die fehlt uns in der Sammlung definitiv. Die kommt in den Binder. Strahlende Booster Nummer 3. Die Doppel-Turbo-Energie. Schelkereien. Pliprin, Porenta, Zwerlicht, Slimer, Shinux, Picocilla, Stadionruine als Reverse und die Rare. Hey, eine Glurak V. Richtig schick. Zumindest schon mal ein weiterer Hit. Dann gehen wir über zu Fusionsangriff. Bin eigentlich schon froh, dass wir schon mal 2 Hits haben. Also bei anderen sah das noch bescheidener aus. Die hatten dann eine V und ansonsten nur ein paar Holos. Da liegen wir schon über dem Schnitt. Reverse ist ein Sumplex, was auch eine Rare ist. Und dahinter ein Inferno-Pot. Booster Nummer 2 von Fusionsangriff. 4 Stück, den Kartentrick. Dann hoffen wir mal, dass das Set auch eventuell noch einen Hit in der UPC für uns bereithält. Reverse Menki und Gala Gorgason Non-Holo. Der letzte Booster Fusionsangriff. Dann haben wir Ulrich, Vegeta, Cross Transceiver, Eneko, Schneckmack, Skorgler, Gufanti, Vegimack, Reverse Galar Zigzags und dahinter
ein Zera Aura Non-Holo. Ja, das Set, was viele nicht so mögen, aufgrund der total genialen Pullrate. Leider aber hat dieses Set so tolle alternative Karten. Nur bis man diese mal pullt, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Wir haben auch schon einiges geöffnet. Uns fehlt noch so viel, das ist abnormal. Ich glaube, die Liste auf Kartenmarke umfasst 60, 70 Karten. Mindestens noch. Toxipet und dahinter ein Volvorok Holo. Der Schneegipfelfahrt. Kokuna. Cattleya. Ploptopus. Scarborn. Voltilam. Ignivor. Botogel. Ja, Schaurige macht seinen Namen alle Ehre. Der letzte Booster. Ein Hit. Das wäre schön aus Schauriger. Dann noch einen, den wir nicht haben. Das wäre dann noch schöner. Aber ich bezweifle, dass hier jetzt noch eine Alternative für uns drin ist in dem Set. Reverse Royal und wir haben Calamanero. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und jetzt nur noch die 2 Drachenwandel-Booster übrig. Falls sich die Hits aufgespart haben bis jetzt, bin ich nicht traurig drum, wenn in beiden ein vernünftiger Hit wäre. Oh, das wäre so genial. Entoron, der Spielzeugfänger, Hippoterus, Schallquapp, Evoli, Flecknoll, Samurzel, Wablu, Reverse Dentoxa und die Rare ist ein Brokkolos. Last Pack Magic. Hoffen wir mal, dass der letzte Booster noch was Gutes bereithält. Reverse Rettungsbox und Dressella. Wie so oft leider nichts aus Drachenwandel, aber wir hatten noch relatives Glück. Roxanas Backup aus Brilliant Stars und Glurak V aus Brilliant Stars. Das ist dann die geniale Ausbeute aus dem Set, aus der UPC. Die 3 Promokarten, zwar richtig schick, nicht so derbe Centering-Probleme und Whitening-Probleme, aber dennoch leider beschädigt die Karten. Wenn es euch gefallen hat, lasst dennoch gerne ein Like da und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen.